Ich wirkte in einem Tempel als Hohepriesterin mit einem Hohenpriester. Und wenn in Atlantis ein Kind auf die Welt kam, wurde es als allererstes Mal in den Tempel der Hohenpriester gebracht und die schauten in der Aura des Kindes. Was bringt dieses kleine Wesen mit? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Das Erwachen der neuen Erde. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast aus Deutschland, Esaja. Dankeschön für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und freue mich, als Weisheitsvermittlerin der neuen Erde mit dir reden zu dürfen. Dankeschön, Esaja. Also bitte fangen wir damit an, wie es überhaupt dazu kam, dass du heute als Vermittlerin hier auftreten kannst. Wie ist dein Weg vor sich gegangen? Oh je, ich habe schon einen ganz langen Weg hinter mir. Also ich habe heute Morgen überlegt, wie war denn eigentlich mein ganzes Leben? Und ich könnte wirklich sagen, mein ganzes Leben war von Geburt an pure Magie. Und ja, doch, also ich kann es wirklich so sagen. Ich hatte und habe immer noch ein tolles Leben mit ganz viel Magie, ganz vielen Ritualen, ganz viel spirituelle Arbeit. Das war natürlich nicht immer so, weil wir leben ja hier auf dieser Erde und müssen unser Geld verdienen. Ja, also meine erste Begegnung, wo ich gedacht habe, das mache ich, was andere nicht machen, war, meine Oma hat mich mit 13 Jahren in die Gebete der alten, weisen Frauen eingeführt. Ja, das mache ich heute noch. Das ist also geblieben bei allem, was ich gemacht habe. Und diese Gebete haben bei mir wie eine Öffnung vollzogen, weil ab diesem Zeitpunkt habe ich Gebete geschrieben. Andere haben in Tagebücher geschrieben oder haben Gedichte geschrieben und ich habe Gebete geschrieben, die ich einfach wusste. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung bei einem großen Finanzunternehmen gemacht, habe dort auch ganz lange gearbeitet, war lange verheiratet. Mit meinem Mann war ich 40 Jahre zusammen, so lange bis er dann gestorben ist. Ich habe 2 erwachsene Töchter und 5 Enkelkinder. Und aber so richtig zu der Spiritualität, dass ich das nur leben wollte, bin ich durch einen Schicksalsschlag, also durch einen Überfall, hatte ich einen Spontan-Kundalini-Aufstieg und war dann hinterher ziemlich krank, ein ganzes Jahr oder vielleicht auch länger. Mit den Zeiten habe ich es nicht so, weißt du. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre das her ist oder so. Da habe ich immer Schwierigkeiten, so die Jahre zu nennen. Und dann war bei mir alles offen. Ich habe alles gehört, alles gesehen, alles gespürt. Eigentlich war es schlimm. Bis ich dann jemanden gefunden habe, das war eine Kundalini-Therapeutin, die mir helfen konnte. Ja, da bin ich durch ein Buch hingekommen, weil ich wusste nicht, was mir geschieht. So, und dann hat sich meine Energie beruhigt und dann hatte ich ein anderes Leben, so will ich das mal sagen.
Und dann war ich wissbegierig, ganz wissbegierig. Es gab nichts, was ich nicht machen wollte. Ja, ich habe dann wie die meisten habe ich mit Reiki angefangen, 1, 2, 3, also bis zum Reiki-Lehrer. Ja, Wow. ja. Und dann bin ich zu einer ähm, Deutschlandrussin gekommen. Bei der habe ich eine Heilerausbildung gemacht. Und das hat mir ganz, ganz viel gebracht, muss ich wirklich sagen. Also ich habe bei ihr Verschiedenes gemacht, aber sie war eigentlich meine beste Lehrerin. Ich hatte nicht so viele Lehrerinnen, aber war wirklich eine, die richtig, richtig gut war. So will ich das mal sagen. Ja, Wow. Okay, schwer vorstellbar, ne? So ein spontan Kundalini-Aufstieg und auf einmal siehst du alles. Ich nehme an, du hast auch alles gerochen, nicht ja, wahr? ja. Wenn bei mir jemand über die Straße ging, dann habe ich dann habe ich den gerochen, gell? Oder auch Besetzungen gerochen, wenn jemand so Anhaftungen hat und so, ne? Die haben ja einen bestimmten Geruch, für mich auf jeden Fall. Und das war nicht immer einfach. Und auch für meine Familie war es nicht einfach, auf einmal so eine abgefahrene Mama zu haben, ne? Ja, doch, das muss ich ehrlich so sagen, ne? Wenn man so, glaube ich, hineinwächst über die Jahre, ist es einfacher. Aber wenn man so einen Tritt aufs Steißbein kriegt und dann ein anderes Leben hat, das ist schon war nicht einfach am Anfang, will ich mal so sagen, gell? Ja. Wow. Lass uns mal erst mal darüber sprechen, vielleicht welche Gebete das waren, die deine Großmutter dir beigebracht hat, welche Weisheiten das waren, die sie dir mit auf den Weg gegeben haben, die heute immer noch für dich sehr wichtig sind. Ja, also das ist ein Begriff. Die Gebete der alten, weisen Frauen werden weitergegeben quasi durch das Sprechen von Generation zu Generation. Und so geschieht dann auch ich würde fast sagen, die Integration im Aurafeld. Also die Gebete, zum Beispiel, du kennst ja bestimmt, wenn jemand sagt, die hat mir Warzen weggebetet, die hat mir die Gürtelrose weggebetet. So, das waren alte, weise Frauen, die in Höhlen gelebt haben und dort kamen die kranken Menschen hin und dann haben die ein Ritual gemacht und eine Gebete über 9 Tage. Es ist wichtig, dass man richtig betet. Also es sind keine katholischen Gebete, sondern es ist für mich ein Einbetten in Gott. Man muss die Zeit einhalten, man muss die Tage einhalten. Also es ist schon ein vorgeschriebenes Ritual. Das mache ich heute noch mit meinen Klienten äh, bei leichteren Sachen oder wenn man über die Ferne was macht. Ja. Ah, verstehe. Dann war deine Oma ja auch im Endeffekt eine weise Frau, nicht Oh wahr? ja, meine ganze alle Weiber in unserer Familie. Von meiner Oma und meiner Mama habe ich auch das Kräuterwissen erfahren. Also wirklich, wie man mit den alten Heilkräutern umgeht. Wenn bei uns Kindern, ich bin in eine große Familie hineingeboren mit 6 Kindern, wenn dort jemand irgendetwas hatte, egal ob es Erkältung war, ob es ein Sturz war, meine Mama oder meine Oma, die sind einfach rausgerannt in die Natur und kamen mit dem richtigen Kraut zurück. Und so bin ich groß geworden. Das habe ich zwar Jahre vernachlässigt, aber vor ein paar Jahren hatte ich dann auch ein Erlebnis mit Hagebutten. Ich stand da und habe die Hagebutten gewaschen und dann ging das bei mir wie so ein Tor auf. Und ich habe
gesagt, der hat eben mit jemandem zur Kräuterwanderung gemacht. Und dann sage ich weiß das alles, wie es geht. Ich weiß auch, wie man das macht. Das war wie wenn ein Tor aufgegangen ist und das Wissen war wieder da. Ja. Weil ich bin auch der Meinung, man kann nur das leben, was man im Aufgabenrucksack mitgebracht hat. Weißt du, ich habe auch Seminare gemacht, wo ich sofort gemerkt habe, nee, das ist nicht für mich. So, ne? Man will oder ich habe vieles so mitgenommen, wo ich gedacht habe, das interessiert mich, weil ich alles sammeln wollte, auch so wissbegierig war, eigentlich nur auf der Suche. Aber wenn ich dann heimkam, dann habe ich gedacht, nee, ich muss anders arbeiten, weil, ja, ich habe zeitweise viel mit Frequenzen gemacht, zum Beispiel habe ich äh, QM, nee, wie heißt noch? CQM, so Matrix, Energetik oder Quantenheilung. Aber das war alles so für mich nicht das Richtige. Für manche ist es das Richtige, aber ich habe das nicht im Rucksack. Okay, so lass uns mal ein bisschen auch drüber reden, welches Buch das war, das du gelesen hast, was dir geholfen hat bei deinem Ja, Kundalini-Aufstieg. ehrlich gesagt weiß ich den Namen nicht mehr. Ich habe heute Morgen überlegt, ich hatte das Buch verliehen an jemanden und habe es nicht mehr zurückbekommen und das ist schon 20 Jahre her. Aber es war in Südtirol, eine ältere Frau, sah aus wie eine Zigeunerin eigentlich, habe ich gedacht. Mein Mann hat dort einen Termin für mich gemacht und wir sind hingefahren mitten im Winter. Und dann hat die mich auf die Liege gelegt und mein Energiefeld war so außer Kontrolle, dass ich noch nicht mal eine Tasse zum Mund führen konnte. Dann habe ich auf der Liege gelegen und dann ist die um mich herum und hat Faxen gemacht und Hände aufgelegt und ist um mich herumgesprungen und ich habe gedacht, Carolina, oh je, die hat nicht alle, die ist irgendwie nicht ganz normal. Und heute mache ich die gleichen Faxen. Ja, kann passieren, oder? Ja, und die Deswegen war, ist Verurteilung so eine Sache, ne? ja, Am Ende ist ja, man dann derjenige, der auch dann. das habe ich mir abgewöhnt. Aber die hat mir wirklich gut geholfen. Die hat meine Energie, also meine Kundalini, die ist nicht richtig geflossen. Und diese Energien sind ja ziemlich stark. Und deshalb, die hat die in die richtige Richtung oder in den richtigen Fluss gebracht. Und dann ging es mir gut. Aber gut ist übertrieben. Ich habe noch lange gebraucht, bis das dann alles integriert war. Aber ich wusste wenigstens mal, was ich habe. Ich wusste ja vorher gar nicht, was ich habe. Genau, und ich meine, lass uns mal darüber sprechen, weil das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, vielfältig irgendwo, ne? Da sind ja viele Schichten enthalten in der Geschichte so. Ja. Deine Familie, die Weisheit also die Weisheit der Frauen wird dir weitergegeben, nach wie Mhm. vor, nehme ich an, mit dir natürlich Ja. jetzt, umso Ja. mehr wahrscheinlich. Ja. Und, so, aber dennoch war es für deine Familie ein bisschen komisch, als es dann sozusagen einen gewissen Grad überschritt, als es dann sozusagen dieses Kundalini, dann dazu kam. Das war ja Ja. vorher nicht in der Rechnung drin, Ja. wahrscheinlich bei deiner Großmutter und Mama auch nicht. So erzähl uns ein bisschen über diesen Prozess. Wie haben Sie das denn verarbeitet, und so weiter? Ja, also meine Mama und meine Oma waren ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf der Welt, aber
ich hatte das Glück, dass mein Mann so hinter mir gestanden hat. Der hat alles akzeptiert, der hat mich machen lassen, was ich wollte, weil er hat schon gespürt, dass das so gehen muss. Und ich habe dann einfach gemacht. Ich war dann zum Beispiel, so bin ich zur heiligen Geometrie gekommen. Ich habe dann, nein, ich muss noch vorher was erzählen, damit man das richtig versteht. Mich haben immer Farbwellen überschwemmt. Und mit diesen Farbwellen, vor denen hatte ich Angst, weil es etwas war, was ich nicht kontrollieren konnte und auch nicht kannte. Und dann habe ich noch mehr meditiert, weil ich gedacht habe, ich habe es an den Nerven. Wer sowas sieht, der hat es an den Nerven. Auf jeden Fall wurde ich auch da wieder geführt aus der geistigen Welt, weil ich bekam ein Buch in die Hand, die 12 göttlichen Strahlen von Claire Avalon. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe gedacht, boah, die ist ja hier bei uns in der Nähe, und habe dort einen Termin gemacht. Und dort bin ich hingefahren. Sie hat mir dann meinen Seelenstrahl gesagt. Und erst habe ich noch gesagt, boah, den will ich nicht, ich will was ganz Buntes. Da hat sie gesagt, da hast du keine Wahl, Mädchen. Du wirst dich noch wundern. Ja, und da habe ich dann spirituelle Menschen kennengelernt, mit denen ich ins Kloster gefahren bin, nach Nevers, ins Rhonetal. Und ich hatte auch endlich die Antwort auf die Farbwellen, weil das waren die aufgestiegenen Meister, die ja bestimmte Farben haben und sich so bei mir bemerkbar gemacht haben. Dann sind wir ins Rhonetal gefahren mit 5 spirituellen Frauen, und nach ein paar Tagen hieß es dann, es sei ja, heute bist du an der Reihe, für den Tag zu gestalten. Und ich habe gedacht, was kann ich denn schon außer beten? Alle sind schon so weit entwickelt und ich, kleine Maus, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ja, und ich habe mich nicht gedrückt, das habe ich nie gemacht. Dann habe ich als erstes gesagt, dann gehen wir mal zur Grotte, zur Mutter Maria. Und das Kloster, das ist das Kloster von der heiligen Bernadette. Die kennt ja fast jeder in Deutschland. Und die Meisterin Rowena vom 3. Strahl ist eine Inkarnation, Bernadette ist eine Inkarnation der Meisterin Rowena. Deswegen sind wir dorthin gefahren, weil die Strahlen haben ja auch ihre Strahlung im Kosmos, also ätherische Tempel, die auf diese Erde strahlen, und dann gibt's da, wo sie gewirkt haben oder schon mal inkarniert waren, gibt's dann eine stärkere Strahlung. Das spürt man auch. Ja, auf jeden Fall sind wir dann zur Mutter Maria und haben an der Grotte gebetet mit ganz vielen Geckos. Oh. Oh, das war ja auch eine Erfahrung, ja. Und dann habe ich gedacht, wir gehen dann an die Ruinen, wo die heilige Bernadette gewirkt hat. Da mussten wir so einen kleinen Hügel hoch. Und unterwegs habe ich, und weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich gesagt, Stillschweigen bewahren. Alle müssen ruhig sein und da dürfe nichts reden auf dem Weg dorthin, weil ich wollte mich konzentrieren und wusste ehrlich gesagt noch nicht, was mache ich mit denen? Und das Einzige, was ich gesagt habe, sammelt Natur, Früchte oder Blätter. Wir machen einen Naturaltar, wenn wir oben ankommen. Und das war der Anfang der Altäre, die ich immer mache, der Dankaltäre.
Im Nachhinein verstehe ich das ja alles erst so richtig. Ja, auf jeden Fall waren die auch schön brav und haben mitgesammelt und wir kamen oben an. Ich habe meinen Seidenschal ausgezogen und einen Altar gemacht. Ich hatte mein Gebetbuch dabei. Ich habe jetzt leider, weil das habe ich nicht damit gerechnet, ich habe jetzt einfach nur, so sehen dann meine Gebetbücher aus, weißt du? Das sind keine Gebetbücher, wie man die kennt oder so. Das sind alles Gebete und Symbole von mir. Ich habe noch schönere, aber ich hatte nicht damit gerechnet. Auf jeden Fall habe ich mein Gebetbuch auf der Altar gelegt und dann habe ich gesagt, ich bete für euch. Und die saßen da und ich fing an zu beten. Heiliger Atissa, halt Wunden und Schmerz, das Böse zur Hölle, das Gute ins Herz und so weiter und so weiter. Ich kann die ja alle auswendig. Und dann denke ich auf einmal, boah, die schlafen, was ist denn mit denen? Die schlafen, wo ich mich so anstrenge, war im ersten Moment enttäuschend. Und dann kam Erzengel Metatron zu mir in mein Kronenchakra und weiter in mein Halschakra. Dann hörte ich die Stimme in meinem Bauch und in außen herum. Ich konnte damals noch nicht sagen, es ist die Aura. Ich habe es außen herum gehört. Und dann habe ich, er sprach so, ich bin Metatron, Hüter der heiligen Geometrie. Fang an. Da habe ich gesagt, was soll ich mit Geometrie? Ich habe in meinem Leben nicht gern Geometrie gemacht, das kann ich nicht. Fang an. Ja. Und dann, ich war so voller Energie, also wirklich so voller Energie, ich wusste nicht, wie mir geschah. Und ich habe nur gebetet. Ich habe gedacht, beten ist immer gut. Also weiter beten, weiter beten. Als ich dann fertig war, nein, zwischendurch habe ich gemerkt, boah, die Frauen schlafen ja gar nicht. Die sind in Trance. Die waren wie weggebeamt. Als ich dann fertig war, haben die sich hingesetzt. Boah, was hast du mit uns gemacht? Wo hast du uns hingebeamt? Und ich wusste selbst nicht, was geschah. Ja. Wunderbar. Ja, Das so ist war der Tag. meine erste Erfahrung. Und ich meine, ich finde es wunderbar, wie du das erzählst. Es ist so fröhlich und bunt und so herzlich. Und wenn ich mir das anhöre, sehe ich so richtig, wie dein Ego so ein bisschen irgendwie dazwischen geflunkt hat und mal wieder so ein bisschen hin und her, ne, versucht hat abzulenken, mal hier ein bisschen, Angst vielleicht einrieseln zu lassen. Ja, Und nein, das hat einfach überhaupt nicht geklappt, ne? Metatron war da, seine ja, Vibration war in ja, dir, du hast dich gefühlt lebendiger denn je ja, genau so war's. Ja. und dann war's das Ja, sozusagen. war ich ja überfordert. Fang an, mach etwas, mach heilige Geometrie, aber wie? Dann, als ich zu Hause war, in der ersten Nacht, oh, war ich so froh, dass mein Mann da war, weil ich hatte auch schon ein bisschen Schiss, mich damit zu befassen, gell? Klar, natürlich. Und am So, ersten Morgen war dann, hat mich so jemand, wie wenn jemand mich stößt. Steh auf und fang an. Ich saß kerzengerade im Bett und hab gedacht, was war das? Was soll ich anfangen? Und dann habe ich Silberfäden vor meinen Augen gesehen. Ich bin dann aufgestanden und dann kamen mehr Silberfäden dazu. Und ich habe gedacht, das ist nicht normal, das habe ich nicht, das kenne ich nicht. Und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und mein Mann, der hat überall sein Bleistift, der war Stahlbauingenieur und hat für alles Plänchen gemacht, egal was es war. Bei uns gab es für alles ein Plänchen. Und dadurch lagen in unserem ganzen Haus immer sein Millimeterpapier und sein Bleistift.
dann habe ich gedacht, boah, ich zeichne das mal auf, was ich da sehe. Und habe dann gemerkt, wenn ich das aufzeichne, die Fäden gehen weg. Ne, da sind die so verschwunden. Und dann habe ich auf einmal gedacht, oh, das wird ja ein schönes Muster. So war mein erster Gedanke. Und Ah, das war so der Anfang der Yantras eigentlich. Das ist heute noch so. genau, dann kommen wir einfach jetzt mal dazu. Ich meine, das geht ja alles, die Geschichte und alles in allem Oh, über. Das ist ja immer fließend. Aber bitte sage uns, was sind Yantras? ein Yantra ist ein Seelendiagramm, ein, eine Geometrie empfangen aus der geistigen Welt. Und das Yantra arbeitet im Energiefeld des Menschen. Ich muss mal gerade eins. Das ist El Moria vom ersten Strahl. Oh, wunderschön. Wenn man mit dieser Medizin der neuen Zeit arbeitet, kommen die Symbole auf einen zu, arbeiten und richten im Energiefeld des Menschen und dann kommen die Qualitäten oder Schattenaspekte zum Vorschein. Und dann gilt es, Bewusstseinsarbeit zu machen. Es macht also nicht Peng und du hast alles, was du brauchst, sondern es ist ein Werkzeug, mit dem man arbeitet, es ist ein Weg zu Gott, so will ich das mal beschreiben. Ja. Genau, also einen Weg, die Göttlichkeit wiederzufinden, sozusagen, dich Ja, wieder zu erinnern. ja, ganz Genau. genau. Und wenn ich das richtig verstehe, hat jeder Mensch sozusagen ein Yantra spezifisch auf sich zugeschnitten, auf den Lebenspfad. Kannst du bitte darüber noch ein bisschen Ja. erzählen? Ja. Also jeder Mensch ist in jeder Inkarnation auf ein und demselben Seelenstrahl geboren. In jeder Inkarnation. An dem Seelenstrahl, und jeder Strahl hat eine Farbe. Und an dem Seelenstrahl, der hat ja, oder jeder Strahl hat ja Qualitäten und Aspekte. Und die gilt es zu bearbeiten. Manches hat man in früheren Leben schon bearbeitet. Aber man merkt schon selbst, wenn man die Qualitäten von dem Seelenstrahl kennt, was habe ich schon bearbeitet und was soll ich noch bearbeiten? Die anderen Strahlen, zum Beispiel der Persönlichkeitsstrahl oder der Emotionalstrahl, die sucht man sich von Leben zu Leben neu aus. Je nachdem, was man in diesem Leben machen will, welchen Beruf man machen will, ob man mit Tieren arbeiten will. Zum Beispiel Meister Konfuzius. Der steht für Lehren und Lernen. Das ist der Schreiber. Wenn ich mir den als Persönlichkeitsstrahl aussuche, dann werde ich diese Qualitäten oder die werden mich erfüllen. Nicht alle leben ja ihre Qualitäten. Okay, das heißt, man hat, einen festen Strahl, auf dem man geboren wird. Das ist sozusagen die Blaupause der Seele irgendwo, das Grobe sozusagen und dann kommen Feinheiten dazu, die Persönlichkeit, was dich erfüllen wird und das machst du dann von Leben zu Leben unterschiedlich. Das sind dann 3 Strahlen, die zusammenkommen für eine Inkarnation, um die komplette Baupause oder wie? Genau. Ja, das hast du sehr gut beschrieben.
Was aber auch wichtig ist in diesem Leben, es gibt ja viele Wege zu Gott, ne? Und die 12 göttlichen Strahlen ist ja ein Weg zu Gott oder zurück zu Gott. Und der besteht aus 12 Stufen oder 12 göttlichen Strahlen mit verschiedenen Qualitäten und Aspekte. Und wenn man in früheren Leben schon vieles bearbeitet hat, hat man ja schon viele Qualitäten geweckt und viele Blockaden, wie man so schön sagt, oder Schattenaspekte bearbeitet. Zum Beispiel das ist ja auch, das sind ja die Strahlen oder die Meister und Priesterinnen aus Atlantis. Dieses Wissen stammt ja aus Atlantis. Gell, ich springe so mit dem Reden. Ja, Ich habe so aber ein das ist perfekt. Leben, ich habe so ein langes Leben. Ja, klar. Hast viel zu erzählen. Okay, alles klar. So, dann machen wir genau da weiter. Atlantis. So, woran erinnerst du dich und wie bringst du dieses Wissen, wie verankerst du es hier heute? Ja, also ich hatte ja mein ganzer Weg rückblickend war eigentlich, habe ich alles gebraucht, wo ich jetzt stehe. Und irgendwann, das Jahr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, hatte ich ja eine Initiation aus der kosmischen Mysterienschule. Und dort wurde mein Atlantis-Wissen wiedererweckt, würde ich fast sagen. So könnte man es bezeichnen. Und dann habe ich den Auftrag, lemurisch-atlantische Priesterinnen in ihr Potenzial zu bringen. Dann habe ich alles mein Wissen vereint. Es geht immer um die 12 göttlichen Strahlen. Und so lebe ich das auch heute im Alltag. Mein atlantisches Wissen. Ich mache für vieles ein Ritualchen. Ich fange morgens an zu beten. Ich mache Seminare und ich erkenne die atlantischen Priesterinnen sofort. Das sage ich Ja. aber nie, bis die Priesterinnen zu mir kommen. Und die kommen, weil für mich ist es wichtig, dass der Schüler sich den Lehrer aussucht und nicht umgekehrt. Weißt du? Ich glaube, nur so funktioniert der wirkliche Ursprung. Richtig. Sehe ich auch so. Esaja, erzähl uns ein bisschen, worüber du dich erinnerst. Wie war es denn in Atlantis? Wenn du dich erinnerst, ein ganz normaler Morgen in Atlantis. Welches Leben lebtest du das? Woran erinnerst du dich am meisten? Wahrscheinlich an mehreren, aber vielleicht legen wir den Fokus auf Ja, eines. ja. Also mein schönstes Sehen war, ich wirkte in einem Tempel als hohe Priesterin mit einem hohen Priester. Und wenn in Atlantis ein Kind auf die Welt kam, wurde es als allererstes Mal in den Tempel der hohen Priester gebracht und die schauten in der Aura des Kindes. Was bringt dieses kleine Wesen mit? In welchen Tempel gehört dieses kleine Wesen? Dann hat dieses Kind einen Kristall bekommen und wurde dann gleich in den Tempel gebracht, der den Qualitäten entsprochen hat, die es in seinem Aufgabenrucksack hatte. Und das war für mich oder ist für mich heute noch, ich weiß nicht, so berührend, so berührend.
Dann habe ich oft gesehen, wie so die Priesterinnen im Tempel geschult wurden in Kristallen, in Kräuterwissen, in Frequenzen, ähm, in Ritualen und Altäre bauen. Altäre bauen, Dankaltäre bauen, ist für mich die größte Gabe an Gott. Wenn du zu Ehren von Gott einen Altar baust, das mache ich vor jedem Ritual, vor jedem Neumond. Und wenn es nur ein Altarkissen ist mit irgendeinem Yantra und ein paar Rosen dazu. Aber erstmal danke ich, bevor ich anfange. Ja. Oh, wunderschön. So, in diesem Leben, in Atlantis, woran erinnerst du dich noch? Also, wie war es zum Beispiel, wenn jemand, ähm, dann letztlich seine Aufgabe erfüllt hatte und wieder zurück nach Hause wollte? Wie war das dann? Die Atlanter sind ja ganz alt geworden. Diese Hochkultur hat ja ganz lange bestanden. Meine Vermutung ist, das kann ich nicht genau sagen, weil alle 16.000 Jahre kommt ja ein Polsprung und jetzt sind wir ja wieder in dieser Zeit. Die ganze Erde ist das Erbe von Atlantis. Und die Atlanter haben auch Kristalle vergraben, die jetzt zum Vorschein kommen, wenn dann die nächste Zeitepoche kommt. Also die haben einfach diese haben sich einfach in Licht aufgelöst, wenn sie gegangen sind. Bis dann Und der dann Untergang. war eine Feier, nicht wahr? Ja, Das auf war jeden ja Fall. eine Zelebration. Es war ja, du gehst wieder nach Hause, Ja, super, ja, hast du ja, toll gemacht, oder? ja. Ja, das ist ja nicht so wie heute haben ja viele Menschen Angst vor dem Tod. Nein, es war eigentlich die Geburt. Ne? Und das ist, also die Angst vor dem Tod sollte jeder schnellstens ablegen, weil es hört nie auf. Es geht eine Etage höher und wenn du selbst dein Bewusstsein erweiterst, hast du auch Kontakt zu diesen Wesen. Außer du kannst sie nicht mehr küssen oder umarmen. Ne? Genau, Ja. aber das Sprechen funktioniert ja immer noch einwandfrei sozusagen, wenn du Ja, das oder die wirklich willst. Telepathie. Oder die Telepathie, ne? Viele gehen ja auch über die Telepathie. Und die Atlanter, die hatten ja alle Sinne offen. Die sind ja auch viel nach Geruch gegangen. Daher stammt auch der Ausspruch, ich kann dich nicht riechen. Ja, ja, weil die haben sich am Geruch erkannt. Und dann kamen die Genmanipulationen, so wie es heute auch, ich will nicht sagen geschieht, aber das ist heute ein großes Thema, dass die Erde genau die Themen spiegelt, wie sie in Atlantis waren, nur halt auf eine andere Art und Weise. Und dann hat ja Serapis Bey, mein Seelenstrahl, Serapis Bey, der Atlanter, der Ägypter, der hat ja dann seine hohen Priesterinnen mit nach Ägypten genommen und hat dort die Hochkultur aufgebaut. Und die Ägypter, deswegen waren die Ägypter ja auch Meister der Spiritualität. Ja, Oh ja. ja. Lass uns mal langsam zu deinen Zeptern kommen. Die sind schon die ganze Zeit im Bild. Und ja, wir stellen uns die Frage, was sind die genau und wofür werden die jeweils verwendet? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja. Ich nehme mal meine Schlange.
Ah, ja. Schön. Vielleicht kannst du auch beschreiben, welche Steine und die Federn? Ja, die wechselt von Zeit zu Zeit wechselt sie ihre Haut. Wenn ich sage: „Inanna, du kriegst bald ein neues Kleid“, dann lässt die alles fallen. Alles hat eine Bedeutung. Das ist zum Beispiel der Schlüssel zum Universum. Symbolisch gemeint, gell? Und Blau steht ganz einfach für das Halschakra und für das Sehen und für Atlantis. Und die Kristalle wechseln auch. Das kommt immer darauf an, wie viel Bewusstseinsarbeit ich mache. Die ist ja mit mir verwachsen, würde ich mal so sagen, ne? Und von Zeit zu Zeit, wenn ich mein Bewusstsein erweitere und dann zu ihr sage, kriegst bald ein neues Kleid, dann lässt die schon alles fallen. Alle Kristalle fallen runter, alle Fäden lösen sich. Ja, ähm, also diese Schlange ist immer bei mir dabei. Also bei jedem Ritual habe ich sie dabei. Und was ist die Bedeutung für dich persönlich von der Schlange? Also hier sie öffnet Himmel und Erde und verbindet sie. Verbindet Himmel und Erde. Jedes Zepter steht ja für ein Feld. Zum Beispiel, wenn ich mit den Menschen Herzöffnung oder Zepter der Liebe mache, dann öffnen wir das Feld der Liebe nicht nur für uns, sondern auch für, also das ganze Feld, nicht nur den Kanal, so ist es besser gesagt. Oder das Feld der Weiblichkeit oder das Feld der 12 göttlichen Strahlen, habe ich auch einen Stab. Das Feld der Ahnen. Also jedes Zepter steht für ein Feld. Dann gibt's meinen Stab, da muss ich aufstehen. Ist das erlaubt wegen dem? Oh, klar, natürlich. Beweg dich frei. Ja, ich bin ja. Oh, Das wunderschön. ist Oh der mein Gott. Stab, der mit denen mache ich die Priesterinnen-Seminare. Den habe ich von einem Holländer bekommen. Der ist zusammen mit der Kelena Malnar, die wohnt jetzt in Sedona, auch eine hohe Priesterin, Priesterin der Rosenschwestern. Und mit der habe ich Erdgitternetzarbeit gemacht und verschiedene andere Sachen. Ich bin so einen kurzen Weg mit ihr gegangen. Und sie hat die beiden, also der William Melchizedek und Kelena Malnar, die beiden haben mich angerufen, wir müssten am Dreiländereck Gitternetzarbeit machen. Und ich musste eine Übersetzung mitnehmen, weil ich kein Englisch kann und kein Holländisch. Auf jeden Fall hatte ich eine Übersetzung dabei und alles hat prima geklappt, auch wenn man nicht diese Sprache spricht. Dort haben wir Gitternetzarbeit gemacht und dann hat der William, gesagt, ich bekomme den 3. Stab. Bisher gibt es erst 3. Einen hat die Kelena, einen er und einen ich. Dann haben wir ein schönes Ritual an meiner Höhle gemacht. Und dort hat er mir dann diesen Stab übergeben. Und mit dem mache ich oder weihe dann die Priester und Priesterinnen in die atlantische Energie ein. Und das Ritual, was ihr vollzogen habt in Koblenz am Dreiländereck, was war das für ein Ritual? Welche Blaupausen habt ihr in der Erde verankert? Oder habt ihr irgendwelche Kristalle aktiviert oder deaktiviert? Was habt ihr da so gemacht? Wir haben Frauenarbeit gemacht. Wir waren an jeder Grotte, weil die Statue Mutter Maria, wie man sie so kennt von den katholischen Kirchen aus, ähm,
Also das sind alles Kraftplätze, aber keine katholischen, sondern Mutter Maria ist eine der kosmischen Mütter, die unserer Erde beim Aufstieg helfen. Genauso wie die Göttin Hathor, Isis, Quan Yin, Meisterin Nada. Das sind die kosmischen Mütter, die uns beim Aufstieg helfen. Und wir waren an jeder Grotte, haben dort Rosen hingebracht, auch Kristalle hingelegt, aber wir haben jetzt bei diesem Ritual keine Kristalle vergraben. Dann waren wir in diesem Irrgarten, haben dort aufgeräumt. Ja, das war dort unsere Aufgabe. Mit den 5 Elementen haben wir gearbeitet. Ist jetzt auch schon 12 oder 13 Jahre her. Wow. Ja, ihr seid ja schon länger dabei, bei dieser Arbeit, also die wir jetzt gerade sozusagen dann richtig wo es richtig losgeht sozusagen jetzt Ihr langsam, wie du jungen gesagt hast. Menschen ihr jungen Menschen, ihr habt's ja einfacher. Ihr bringt ja so vieles schon mit, was wir uns so hart erarbeitet haben. Na ja, es muss ja welche geben, die den Weg ebnen und dann, ne? Ja, Ich meine, die ja, Kinder, die heute geboren sind, die sind ja schon so ja, eingestellt, sagen wir mal. Das ja, ist die ja sind einfach wunderbar so zu ja, sehen. ja, ja. Also die neuen Kristallkinder oder auch schon die Indigio-Kinder, die gibt's ja, die ersten kamen ja so in den 60er Jahren schon. Aber die neuen Kristallkinder, die sind so zart und so fantastisch, aber sie brauchen die Führung, weil die werden hier in diese Erde geboren, geworfen, hätte ich fast gesagt. Und das ist für die nicht einfach. Bei dem Schulsystem, bei allem. Ne? Ja. Ja gut, aber ich meine, das haben wir uns ja alles auch ausgesucht. Ich meine, bei uns war's ja auch nicht, ja, ich meine, ich sage es mal so, es wird ja noch kippen, ja? Dann wird es halt andersrum sein, dass die Sensibilität einfach hoch geschätzt wird, Ja, ja, und ja, so weiter, ne? Das ist ja, ja jetzt genau das war was du angesprochen hast, mit den Polen, dass es sich ändert. Genau ja, das ist nämlich das, was eben dazu beiträgt. ja, ja, ganz genau. Und das kann niemand aufhalten. Das kann niemand aufhalten. Wir müssen Ja, nur klar. das Beste daraus machen und ich würde ja sagen, jeder muss auf den Weg. Und das bringt mich wieder zurück. Weißt du noch, du hast am Anfang, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, hast du eine Karte gezogen für diese Episode. Und ich denke, genau das ist der richtige Zeitpunkt, um diese Karte, die Qualitäten, damit wir heute schon loslegen können. Gautama, Meister Gautama. Also die Karten, die fangen alle mit Ich bin froh und dankbar an. Ich bin froh und dankbar für die Verbindung zur Kraft des Ich bin. Aber dieser 11. Strahl hat noch viel mehr Qualitäten und Aspekte. Soll ich die mal gerade vorlesen? Bitte. Also Gautama, der Name bedeutet ja der Erleuchtete. Die Heilschwingungszahl ist 000. Und die Farbe ist Orange Pfirsich. Und der Strahl, wo man ihn einführt, ist das Leberchakra. Ne? Gautama ist heute eine Inkarnation des Lichtes. Er inkarnierte, um den Menschen das Wirken des Mitgefühls zu lehren und ihnen so beim Aufstieg zu helfen. Buddha Gautama lehrt den mittleren Weg, den edlen achtfachen Pfad.
Die Regeln des achtfachen Pfades der Erkenntnis lauten: Sei ehrlich und lebe die Wahrheit Gottes, verhalte dich immer anständig und lebe die Weisheit, sei friedliebend und gelassen. Und jeder Strahl hat ja Qualitäten, habe ich eben ja schon gesagt, Qualitäten und Aspekte. Die Qualitäten sind: nach dem Gleichgewicht streben, edle Wahrheit, ein Feld der Freude kreieren, Leidenschaft und Furchtlosigkeit entwickeln, Liebe zu allen Wesen, göttliche Aufgaben erkennen und leben. Vielleicht kannst du mir ein Bild senden, dann kann ich das schön einblenden, damit die Leute, die Zuschauer das richtig schön zu Hause sich angucken können Ja, und die Geometrie auf ihr DNA einwirken kann. ja. Die 12 Und göttlichen Strahlen sind ja, ist ja die 12-Strang-DNA. Hast du alle 12 Strahlen bearbeitet, alle 12 Stufen hochgegangen? Das ist die Aktivierung der 12-Strang-DNA. Das ist so ein großes Feld, weißt du? Das hat 3 Jahre, ich habe 3 Jahre gelernt, bis ich mal überhaupt lehren konnte. Eine Wissenschaft für sich. ja, also halten wir halt fest, dass für die heutige Episode Gleichgewicht, edle Wahrheit zu verkörpern, Transparenz, diese Furchtlosigkeit, Leidenschaft. Und das ist sozusagen für heute die Message, die Nachricht an alle da draußen. Lasst uns das für heute verkörpern. Wunderbar. Jesaja, wunderschön. Okay, dann lass uns einfach mal kurz noch mal rekapitulieren. Das Wort Gebet, das hat für dich eine ganz andere Bedeutung. Es hat ja überhaupt gar keine christliche keinen christlichen Hintergrund. Was bedeutet dieses Wort für dich persönlich? Das Wort Gebet, ein Einbetten in Gott, ein Gespräch mit Gott. Wow. Ja, Wow. das ist eigentlich schon alles, was man dazu, das ist alles gesagt. Ein Hüllen von Gott. Und du kannst alles einfühlen Ja, nochmal. ja, so wie wenn man Liebe. ein Baby hüllt und schaukelt, so fühlt man sich dann. Und das gibt dann ein ganz anderes Gefühl. Da wird einem ganz warm ums Herz, wenn du dieses Wort dann so verwendest. Und dann Ja, sagst du, du betest für jemanden. Das hat eine ganz andere Qualität. ja, ja, das stimmt. Das hast du gut gesagt. Esaja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen über Lichtsprache sprechen? Was ist das? Wie kam das für dich zustande? Und, wie verwendest du das heute? Also die Lichtsprache ist auch einfach so über mich gekommen während dem Autofahren. Dann habe ich habe das Gefühl gehabt, mich hebt jemand so ein Stückchen hoch und dann kamen Laute aus meinem Hals, aus meinem Mund, die ich nicht kontrollieren konnte und die mir auch ganz außergewöhnlich und ja, ich habe gedacht, wenn man sowas macht, dass man in dieser Sprache spricht, dann, ja, wird man eigentlich, abgeholt, sag ich mal so. Ja, da kriegt man dann vielleicht so ein „Ich umarme mich selbst“, Jäckchen angezogen. Ja, ja, das ist ja richtig, ja. Aber auch da hatte ich keine Wahl. Ich habe das dann geschehen lassen, weil ich keine Wahl hatte und habe gemerkt, es ist ein Kanal Gottes, die Sprache Gottes. Oder manche sagen auch die Herzenssprache oder die Seelensprache. Und dann ist mir
irgendwann hat dann mal jemand gesagt, die Zungensprache. Und dann fiel mir ein, in der Bibel gibt es ja so eine Passage, und sie redeten in Engelszungen, als der Heilige Geist herunterkam und sie redeten in Engelszungen. Das hat mich dann so ein kleines bisschen beruhigt. Auf jeden Fall habe ich dann experimentiert. Ich habe mir vorgestellt, ich bin in den Wald, damit mich niemand hört. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich stelle mein höheres Selbst vor mich und bete in der Lichtsprache mein höheres Selbst. Und so habe ich dann ein bisschen geübt und habe gemerkt, die klingt immer anders. Bei jedem Menschen klingt die anders. Einmal schamanisch, einmal archaisch, einmal hawaiianisch, dann vogelmäßig. Und dann wurde mir klar, ich habe mich dann auch damit befasst und mit der Kelena darüber gesprochen, die spricht ja auch die Lichtsprache, mit der Kelena Malnar darüber gesprochen. Sie hat das dann alles so bestätigt, wie ich das auch empfunden habe. Und die Sprache ist deshalb anders, weil jeder Mensch woanders herkommt, woanders den Ursprung hat. Und mit der Lichtsprache kannst du quasi das, die Blockade öffnen, wo der Ursprung ist, so. Also zum Beispiel, wenn du Migräne hast und den Ursprung nicht kennst und man spricht in der Lichtsprache oder macht eine Behandlung in der Lichtsprache, dann öffnet sich genau der Ursprung, wo das Problem herkommt. So. Habe ich das richtig? Hast du verstanden, wie ich das erklärt habe? Ja, also im Endeffekt, sind das ja Codes, die du rüberbringst, die du hervorbringst. Genau. Genauso wie du das mit der Geometrie machst, als Bild machst du das als Ton, Das sind ne? sichtbar gemachte Lichtsprache. Genau so ist es. Also es ist im Endeffekt das Gleiche, nur eine andere Farbe, ein anderes Aussehen. Ja, Das hier ja, ist Tonalität. ja. Und damit bist du in der Lage, auf Ergründung zu gehen, und Mhm. zwar Ursachenfindung. Ja. Das heißt, die Sprache, die wird ja nicht kognitiv verstanden, die Seele versteht diese Sprache. Hat mir sehr gut gefallen, wie du das gesagt hast, die Seelensprache oder auch dieses in heiligen Zungen sprechen, oder wie hast du das genannt? In Ähm, Zungen, mit der die Zunge? Zungen, und sie redeten in Engelszungen, so steht in der Bibel geschrieben. Genau, richtig. Ja, ich habe es perfekt verstanden. Und was denkst du, könnten wir jetzt eine Lichtsprachentransmission vielleicht noch machen, um unseren heutigen Lichtstrahl von Buddha zu verankern, um diese Transparenz jeden Tag zu bringen, einfach furchtlos unsere Wahrheit auszusprechen, unsere Liebe zu geben und die Ehrlichkeit hervorzubringen uns und anderen gegenüber in jeder Situation. Ja, ja. Soll ich das jetzt machen? Wenn etwas kommt, wenn etwas gerade zur Verfügung steht, Ja. was uns allen gut tun könnte, unserem Herzen. Mhm. Also heute spreche ich für die Männer auf dieser Erde. Ja.
Mokasa noache shitia, kasoache shitia, koshoache sitia, kanoache. Moala katoache sitia nako. Shakata soache shitia naka. Moaha kato. Shiaha kato. No moache kitia. Somei wanei shiti. Kuatoache. Shokata soanei. Joanei. Kiaha. Mögen unsere Männer wieder zu richtigen Kerlen werden. Mögen die Frauen den Männern ihre Kraft zurückgeben. Göttlicher Segen für uns alle. Danke, Esaja. Sehr gerne. Ja, das habe ich gespürt. Als du die Übertragung gemacht hast, habe ich gespürt, ich möchte Platz halten können, um diese heilige männliche Energie, ja, zu ermöglichen, einfach. Ja, jetzt geht es darum, beide Energien in uns, in jedem von uns auszubalancieren. Und Ganz jeder genau. hat viele Wege, wie man das machen kann. Deine 12 göttlichen Strahlen zur Aktivierung der 12 strängigen DNA als Ja, Beispiel. ja, ja. So, möchtest du vielleicht noch über die Kanalisierung sprechen, weil da alles, was du tust, ist ja Kanalisierung. Ne? Du bekommst Bilder, Nachrichten. Wie äußert sich das noch bei dir? Was ist dein Verständnis von Kanalisieren? Also alles, was ich kanalisiere oder hier auf die Erde bringe, suche ich mir ein ähnliches Symbol oder eine Metapher. Zum Beispiel, ähm, wenn ich bin jetzt noch in dem Kanal, deswegen bin ich noch ein bisschen leer. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Krafttier bekomme, das ich bei irgendeinem Ritual anwenden möchte, dann kaufe ich mir ein ähnliches Tierchen, sag ich mal so, aus Metall oder so, keine Stofftiere oder sowas. Also, meinst du jetzt, wie ich manifestiere oder wie ich in Kanal gehe? Ja, also, Ähm, Allgemein, also wie gehst du in diesen Zustand, dass du in der Lage bist zu kanalisieren, dass du diesen Punkt der Neutralität erreichst? Und was danach geschieht, wie fühlt sich das an für dich im Körper, während es geschieht und auch hinterher? Wie lange bist du sozusagen aufgeladen? Und ja, was kanalisierst du denn alles? Du hast ja gesagt, dein Kundalini-Erwachen hat ja hervorgebracht, dass du alle Clairs schon die ganze Zeit online hattest. Also du hast schon Engel gesehen, in Anführungsstrichen, Ja, etc. Ne? Also ja. führ uns einfach mal dazu mit diesem Kanalisieren, dass die Leute so ein bisschen mehr verstehen. Warum sieht die Esaja jetzt den Erzengel Michael da stehen und warum sehe ich ihn jetzt nicht? Ja, Ja.
Also ja, ein bisschen Verständnis zu schaffen, dass diese Welt die richtige Welt ist eigentlich, dass wir sie nur nicht sehen, weil wir uns sozusagen ausgeschaltet haben als Kollektiv irgendwann mal zuvor. ja. Also, ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert und jeder sieht die unsichtbaren Wesen. Das glaube ich tatsächlich, gell? Weil Wir, es ist ja, ein Bewusstseinszustand. Und ich brauche nur meinen Meister zu rufen, dann geht der Kanal auf. Und dann, kriege ich die Botschaften. Dann muss ich musste auch schon Sachen sagen, die ich nicht gesagt hätte, wenn ich nicht im Kanal gewesen wäre, weißt du? Dann der spricht dann einfach zu mir oder durch mich. Ich kann ru Bei den Meistern kann ich rufen, wen ich will, die sind alle mit mir verbunden, weil ich habe die 12 Strahlen in meiner Aura verankert. bin einfach sehr, sehr froh darüber, dass du heute mitgemacht hast, das ganze Interview sozusagen, die Aktivationen, die du gemacht hast, die Aktivierungen, damit wir alle sozusagen gestärkt gehen in den Tag und in die nächsten Tage, in die Feiertage bald, nicht wahr? In die Wie weihe Nacht. Weihe Nacht ist der Ursprung von Weihnachten. Die Weihe. Genau, ich wollte dich fragen als letzte Frage, wie verbringst du diese Zeit? Also mit der Familie natürlich. Ich habe ja eine große Familie mit 5 Enkelkindern, die schon alle erwachsen sind. Und bei uns wird immer gut gegessen, vegetarisch gegessen. Nein, ich will nicht lügen. Es gibt noch 2 Fleischesser. Die kriegen auch ihr Fleisch. Das darf ja jeder machen, wie er will. Und dann machen wir einen Tannenbaum. Der Ursprung ist ja der Ahnenbaum. Das ist der Ursprung. Vieles wurde ja verdreht. So, und dann machen wir ein gemütliches Zusammensein, 3 Tage. Dann kommt noch Besuch von Freunden es ist immer viel los bei uns an diesen Tagen und immer schön, Wie schön gemacht. unterscheidet wie unterscheidet sich die Feier bei dir zu Hause, als woanders? Ja, ich sage mal, im, westlichen Raum haben die Leute meistens einen Weihnachtsbaum, wenn sie halt in der Richtung unterwegs sind, ne, christlich. Oder eben Papa Noel hat man ja auch, ne, den Weihnachtsmann. Ja, Wie unterscheidet sich das bei dir zu Hause? Ich meine, die Fröhlichkeit wird wahrscheinlich das Erste sein, was sich ja, unterscheidet. ja. Ja, wir singen, wir tönen, wir räuchern, wir machen den Kamin an, so wie man das, vor 50 Jahren gemacht hat. Sehr Nur schön. auf 'n bisschen andere Art und Weise. Wenn Schnee liegt, wir wünschen uns immer Schnee, meistens haben wir keinen Schnee, dann gehen wir raus in die Natur. Weihnachtsmann gibt's bei uns nicht. Das ist für mich so 'n bisschen nachgemacht, weil der Weihnachten an sich ist ja eigentlich das Fest der, Ahnen. Ja. Ja, wow. Also Wir verbringst du machen Geschenke. Geschenke gibt's natürlich bei uns auch, gell? Wir lieben Geschenke. ja, klar. Und ja, ist ja 'ne kleine Aufmerksamkeit, ne, für Ja, diese Person. Ich sehe dich, ne? Etwas ja, zu verschenken, was diese Person wirklich die Augen leuchten lässt. Es gibt ja, ja, wenig, was so schön ist wie das, ja. ja, das stimmt. Oh, danke, Jesaja, für diese wunderbare Episode, für die Lichtsprache Danke. und ich wünsche dir das Beste. Ich hoffe, du kommst auch wieder. Namaste. Namaste. Ich danke dir.
Göttlicher Segen für euch alle.